Ich habe diese Welt geliebt, sonst hätte ich nicht so viel dafür geschrieben und diese Liebe ist nie vorbeigegangen. Ich habe ewig, wöchentlich das Schwarze Auge gespielt. Wir haben von Schmidt keinerlei Vorgaben gehabt. Die hätten die auch uns was sagen können. Sie hat ja null Schnalle. Das ist völlig insane gewesen während meines Studiums. Also ich war wirklich Maniac. Völlig Baller. Allseitiges Streitthema. Was passiert eigentlich mit Nahema? Passiert irgendwas mit Nahema? Du kannst Torwal einfach verschwinden lassen. Dehnt das Orkland nach Torwal aus. Lass das Mittelreich in 84 Kleinstaaten zerbrechen. Wer möchte was mit Nahema machen und in welche Richtung geht das? Lass die Elfen die Macht übernehmen. Rottet die Zwerge aus. Was ich damals nicht so begriffen habe, ist, wie viele Feinde ich mir in der DSA-Redaktion sofort gemacht habe. Es hat nie gereicht von den Auflagen her, dass wir jetzt irgendwie Stretch-Limos, Koks und Nutten hätten haben können. An der Stelle, wo der große Fluss in das Meer der 7 Winde mündet, liegt, nördlich des sumpfigen Deltas, Havena, die sagenumwobene Hafenstadt. Einst fuhren von hier die schnellen Segler nach Güldenland und kehrten schwer beladen zurück. Gewaltige Schätze wurden an Havenas Kais umgeschlagen und ein beträchtlicher Teil des Reichtums blieb in den Mauern der Stadt. Bald erzählte man sich im ganzen Land, dass Havenas Straßen mit Gold gepflastert seien. Ein Gerücht, das Scharen von finsteren Gestalten in die Stadt lockte. Für die erste Generation der Spieler von Das Schwarze Auge fing mit diesen Worten alles an. 1984, als das erste große deutsche Rollenspiel seinen Weg in die Spielzeugläden fand. So eine Schachtel mit Fantasy-Motiven drauf. Fantasy hatte jeder von uns irgendwie gelesen und blöder Titel, aber Rollenspiel. Klang ganz interessant, das Konzept. Mit DSA bin ich in Kontakt gekommen, als ich 11 Jahre alt war. Ich erinnere mich noch sehr an meine erste Session. Ich habe mir einen Charakter ausgewürfelt. Das war Tranunkel vom Falkenwald, eine Streunerin. Mein erster Kontakt mit Das Schwarze Auge war ein Werbeheft von Schmidt Spiele. Das war, ich glaube, mit 8 Seiten. Wurde da erklärt, welche Produkte es gab. Das waren nämlich die Werkzeuge des Meisters und das Basisspiel. Und es wurde ungefähr skizziert, wie dieses Spielprinzip gedacht ist. Und damit war dieser Werbeflyer auch unser erstes Regelheft, auf dem wir dann extrapoliert haben, wie dieses Spiel wohl funktionieren könnte. Der hatte gesagt, er hatte da sowas ganz Abgefahrenes, da müsste man Silvaner befreien und da sollte ich unheimlich gerne mal mitmachen. Und dann haben wir das damals zu zweit gespielt. Wir spielen heute auch ein Rollenspiel. Wir spielen nicht DSA, wir spielen den Anfang von DSA. Und ihr seid Werner Fuchs, Hans-Joachim Alpers und Uli Kiso. Und was ist eigentlich ein Rollenspiel? Ein Rollenspiel ist das gemeinsame Erzählen einer Geschichte. Für gewöhnlich übernimmt einer der Spieler, in diesem Fall bin das ich, die Rolle des Erzählers, des Spielleiters, des Meisters. Und ich verwalte die Regeln und ich beschreibe die Welt und alle die Figuren, die darin vorkommen, die nicht von euch übernommen werden. Und ihr spielt jeweils einen Charakter. Ihr habt für den auch Werte, die werden in einem Bogen angelegt. Ihr wisst was über den Hintergrund und was sie so können, was in diesen Zahlen festgehalten wird. Und ihr steuert diese Figuren durch die Welt, die ich beschreibe und lasst sie auf die Dinge reagieren, die ich schildere. Und so entsteht gemeinsam aus dem, was ich setze und was ihr dann als Reaktion darauf beschreibt, eine Geschichte. Die sicherlich auf dem beruht, was ich mir mal ausgedacht habe, aber die auf jeden Fall eine gemeinsame Arbeit ist. Nach der ersten Session, da bin ich weggegangen und hatte so einen Kreativflash und habe Aventurien gezeichnet. Es gab schon eine rudimentäre Aventurienkarte und hinterher kam ich mit dieser Karte an und dann sagten die Jungs mir, das ist ja total schön, was du da gemacht hast, aber die gibt's schon. Und ich war sehr enttäuscht, dass das schon vordefiniert war. Also so für die 11-jährige Lena war das schon zu definiert. Dann haben wir einen Charakter ausgewürfelt. Der konnte nur Abenteurer werden, weil er zu schlecht war, um irgendein Heldentyp zu sein. Ich fand das aber gar nicht so schlimm, denn schließlich konnte aus dem Abenteurer immerhin noch was werden. Alle anderen waren ja schon das, was sie werden konnten.
Ich habe das Schwarze Auge zum ersten Mal 1984 gespielt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir haben uns damals immer in einer Stadtbücherei getroffen mit mehreren Freunden, um Spiele zu spielen. Und auf einmal tauchte da eine schwarze Kiste auf mit einer Maske vorne drauf, sehr geheimnisvoll für uns. Da sind wir zum ersten Mal mit einem richtigen Rollenspiel in Berührung gekommen. Und das hat uns sehr fasziniert, gerade weil wir alle große Freunde des Herrn der Ringe waren. Und das ist auch der Grund, was uns sofort gekriegt hat. Eine neue Welt zu haben, sehr viel an dieser Welt selbst entdecken zu können, selbst gestalten zu können. Und diese Faszination hat uns bis heute dabei bleiben lassen. Der Kampf gegen den Dämon, der aus dem Spiegel kam, dieses Schild, was man erobern konnte. Und das war alles so extrem spannend. Einfach das Gefühl, dass ich wirklich eine ganze Geschichte erleben und beeinflussen kann. Das hat mein komplettes Rollenspielerleben geprägt. Klar, es hat mich zum Rollenspiel überhaupt gebracht. Und das hat mich in einen ganz, ganz großen DSA-Fan verwandelt. Und das werde ich auch mit Sicherheit mein ganzes Leben lang sein. Weil ohne dieses Spiel, diese Box, wäre ich niemals da, wo ich heute bin. Und das war so faszinierend, dass wirklich die ganz klassischen Nummern, ich habe halt versucht, Tee in Würfelbecher zu gießen und so was. Irgendwie, was? Oh, cool. Und da waren wir eigentlich sofort hooked. Entschuldigung. Ihr lacht. Aber das ist mehr als nur ein Spiel hier. Das ist ein Katalysator für eure Fantasie. Die Karriere von gar nicht so wenig bekannten deutschen Fantasy-Autoren wie Thomas Finn hat mit dieser ersten schwarzen Box von Schmidt-Spiele und Römer-Knauer ihren Anfang genommen. Die Mischung aus realistischem europäischem Mittelalter, Märchenthematik und High Fantasy im Stil von Tolkien war noch nicht ganz ausgereift, aber der Reiz war auf jeden Fall schon da. Es wurde ein Spiel nur mit Fantasie, ohne Brettspielelementen angepriesen und ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber es hatte eine derartige Faszination auf mich ausgelöst, wo ich dachte, okay, ich muss es haben. Ich kann nicht sagen, warum. Es war irgendwie wie so eine magische Anziehungskraft. Und dann habe ich meine 3 Geschwister alle um 10 Mark ihres damaligen Taschengeldes genötigt mit dem Argument, wir bräuchten dringend mal wieder ein neues Spiel. Dann war ich ein bisschen irritiert und was hatte darüber, dass es dort wie 2 so komische Rollenspiele gab, nämlich das Schwarze Auge und gleichzeitig auch noch D&D in diesen bunten Boxen. So, und dann hatte ich mir aber damals das Schwarze Auge gekauft und ja, und dann hat sich mein Leben grundsätzlich verändert. Also ich weiß noch, dass ich an dem Nachmittag hätte ich eigentlich arbeiten müssen für eine Lateinklausur und ich habe bis also tief in die Nacht tief in den Abend gesessen, habe die Bücher konsultiert und mir erschloss sich langsam, oh mein Gott, das ist eine komplett neue Welt. So, die Lateinarbeit am nächsten Tag habe ich mit 5 dementsprechend abgeschlossen. So, aber hatte auf jeden Fall mein Thema fürs Leben. Das Konzept des Pen-and-Paper-Rollenspiels war damals noch neu. Es gab kein Spielbrett, kein direktes Spielziel, kein Gegeneinander, keine Gewinner und keine Verlierer. Dafür die Aussicht auf unendliche Abenteuer, die sich im Kopf der Spieler gemeinsam entspinnen, auf Drama, Epik, Heldenreisen. Die Hoffnung, einen neuen Kontinent zu erkunden und Geheimnisse aufzudecken. Auf etwas, das sich neu, echt und ungreifbar faszinierend anfühlte. Eine Welt, die einem selbst gehörte, in der man den Fairnessen des Alltags für einige Stunden entrinnen konnte und die immer wieder lockte. Das Schwarze Auge war dabei nicht das erste deutsche Rollenspiel. Midgard erschien bereits 1981 als Antwort auf den Erfolg von Gary Gygax Dungeons & Dragons und wird bis heute bespielt und weiterentwickelt. Der Vorläufer von Midgard sind die Spiele, die der erste Deutsche Fantasy Club e.V. respektive davor noch Follow gespielt hat. Die haben auf ihren Conventions das ewige Spiel gespielt, bestehend aus 2 Meter durchmessender Holzplatten mit aufgemalter Landkarte. Und die haben dann verschiedene Reiche da drauf gehabt und die haben im strategischen Spiel quasi die Entwicklung dort strategiespielmäßig gespielt. Aber die haben das auch festgehalten in Publikationen. Das ist der entscheidende Punkt, dass die Geschichte einer fiktiven Welt dokumentiert wird. Wir haben das hinterher mit dem aventurischen Boten auch gemacht. Hinterher bei DSA haben wir 1 Jahr Spielzeit, ist 1 Jahr in der Realität. Ne? Also wir haben die
Parallelwelt auf die Spitze getrieben quasi. Heute ist das Schwarze Auge ein Phänomen mit zahlreichen Spin-off-Systemen, Brett- und Kartenspielen, Umsetzungen am PC, Hörspielen, Live-Rollenspielen und Hunderten von Romanen. 35 Jahre nach der Schöpfung ist es für viele immer noch das Pen-and-Paper-Universum schlechthin. Wir sind schon jetzt seit einem Jahr oder so dabei, schon das Schwarze Auge zu spielen. Und das ist so mein Hauptinteresse so im Moment. DSA habe ich früher schon gespielt und das bei der 5. Edition, was mir sehr gut gefällt, die haben vieles vereinfacht. Also die Sachen, also die letzte Edition ist sehr komplex und kompliziert gewesen. Also wir sind auch selber DSA-Fans und haben halt dann gehört, hier wird ein spezielles Abenteuer gespielt, nur für diese Convention. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Weil DSA halt eben als das größte deutsche Regelwerk für mich auch so eine Jugendliebe eigentlich schon immer ist. Um zu verstehen, warum DSA so dermaßen einschlug, müssen wir uns seine Entstehungsgeschichte ansehen. Entscheidend sind die Rollenspielvorlieben seiner Schöpfer Werner Fuchs und Ulrich Kiesow, aber auch die gewaltigen Egos gewisser Entscheidungsträger bei Schmidt Spiele. Werner Fuchs, Jahrgang 1949 und aufgewachsen im schwäbischen Aalen, kommt aus der Science-Fiction-Szene. In den frühen 70ern bringt er Sci-Fi-Bücher bei Fischer heraus und rezensiert Rockalben für die Düsseldorfer Nachrichten. Gemeinsam mit Hans-Joachim Alpers gründet er 1974 seine erste Agentur und beweist den richtigen Riecher. Nicht durch die Lappen ging uns George Martin, den wir als Einzelperson angeschrieben haben. Und der ist heute immer schnell bereit zu sagen, wir wären seine ersten Agenten gewesen. Und jetzt bin ich sein einziger deutscher Agent. Ich war weltweit sein erster Agent quasi. Etwas später gründet Werner Fuchs den Fantastic Shop für den An- und Verkauf von gebrauchten Büchern, vor allem für Liebhaber und Sammler. Mehr durch Zufall übernimmt der F-Shop von einem anderen Händler den Versand von Avalon Hill Brettspielen in Deutschland und erschließt sich so ein großes Publikum. Die alten Sammler von Heine, von Bastei, von Carlsen Comics waren weg. Die mussten sich ihre Sachen am Bahnhof kaufen oder sonst irgendwo. Und wir hatten plötzlich überregional Spieler. Zur gleichen Zeit beginnt in den USA die Erfolgsgeschichte des Vorreiters der Rollenspiele, Dungeons & Dragons. DSA hat einen sensationellen Aufschwung genommen und hat jedes Jahr den Umsatz verdoppelt. Und ab der ersten Komplettbox Dungeons & Dragons 77 ging es noch schneller. Die wurden dann weltberühmt. In E.T. ist Dungeons & Dragons dann drin als Spiel, was die Kids spielen. Und das wird dann halt eine richtige Hype-Sache. Und zu der Zeit haben wir gesagt, wir müssen außer Strategiespiele auch Rollenspiele machen. Und die wurden dann mehr und mehr importiert. Werner holt sich währenddessen einen Freund als Partner in den Fantastic Shop, Ulrich Kiesow, den Bruder seiner Frau. Kiesow ist damals ein Fan von Zinnminiaturen und bringt somit Fachwissen mit, das Fuchs fehlt. Vor allem ist er aber zu diesem Zeitpunkt ziemlich pleite. Gemeinsam suchen die beiden nach neuen Geldquellen und blicken etwas neidvoll auf den Millionenumsatz von TSR. 1982 ist Dungeons & Dragons am Hochpunkt. Bis dahin. Die Firma macht 25 Millionen Dollar Umsatz, was gemessen an deutschen großen Spieleverlagen wenig ist, aber an unserem Underground-Hobby, ein Leuchtturm darstellt. Die Firma will expandieren. Man sieht die Möglichkeit, das Phänomen weltweit bekannt zu machen. Man muss was tun dafür. Also, stellt euch vor, ihr, Werner Fuchs und Uli Kiesow, ihr werdet kontaktiert von den Leuten von TSR. Die wollen jemanden finden, der D&D in Deutschland groß machen kann, es übersetzen kann. Sie schicken euch die aktuelle Dungeons & Dragons Box. Was macht ihr? Die nehmen wir mit in den Dänemark-Urlaub und dann spielen wir mit unseren Frauen die durch, würde ich sagen. Okay. Mach mal eine Probe auf Willenskraft. Mist. Daneben. Fehlschlag. Okay. Sogar kritisch. Ihr seid sofort süchtig. Auch die Tatsache, dass die Würfel echt billig sind und ihr da erstmal drüber reiben müsst, damit man die Zahlen lesen kann, das stört euch alles nicht. Ihr könnt gar nicht mehr aufhören zu spielen. Uli ist begeistert von The Palace of the Silver Princess.
The Keeper on the Borderland finden wir beide eher ein bisschen drüsch und 0815 Gekloppe im Dungeon, ne? Hack and Slay. Aber das andere, das gefällt ihm gut. Das ist richtig schön austariert, die Story ist gut erzählt, es ist spannend vom Anfang bis zum Ende und er ist hooked, was soll ich sagen? Und danach haben wir Spielrunden, wir spielen D&D, wir spielen modifiziertes D&D. Es ist Anfang 1983. Ihr trefft das Team von TSR auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Wie überzeugte Sie davon, dass ihr die Richtigen seid, um Dungeons & Dragons nach Deutschland zu holen? Wir sind lebenserfahren, Mitte 30, sehr belesen und können gut Englisch. Und wir können gut schreiben. Und die anderen D&D-Fans sind alles Kinder. Wir können das schnell übersetzen und finden einen deutschen Verlag, der es rausbringt. Okay, dann mach du mal eine Überzeugenprobe als der finanzielle Leiter der Sache. Könnte knapp sein. Vergiss nicht deinen Bonus durch schwäbische Geschäftsgene. Ah, dann passt. Ihr zieht den Auftrag an Land und findet mit Römer-Knauer auch tatsächlich einen Verlag, bei dem die Bücher erscheinen sollen. Ihr macht die Redaktion und ihr macht die Übersetzung. Dafür müsst ihr eine neue Firma gründen. Spoiler. Eine Firma, die in der einen oder anderen Form bis heute überdauern soll. Fanpro wurde dann 3 Monate später gegründet. Ich glaube, es war Juni. Und wir waren zu dritt Partner, der Hans Alpers, der Uli und ich. Und wir haben zur gleichen Zeit schon angefangen gehabt, D&D zu übersetzen, während die Verhandlungen noch liefen. In wenigen Monaten übersetzen Fuchs, Kiso und Alpers über 20 D&D-Abenteuer. Parallel übersetzen sie das System Tunnels and Trolls und bringen es über Fanpro heraus. Und Römer hat keinen Kontakt zu den Spielwarenläden, Spielwarenketten, die Fedis-Kette oder auch nicht in die Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser hinein. Und wollte sich auch da nicht jetzt aus dem Fenster lehnen. Deshalb haben die Schmidt mit ins Boot geholt. Die beiden zusammen stellten schon eine relative Macht dar. Da hat man sich natürlich viel ausgerechnet, aber TSR war sehr, sehr wählerisch und vor allem gierig, neureich, gierig. Und die wollten viel, viel, viel haben. Also kein Vorschuss, weil sehr, sehr viel Arbeit reinfließt. Du musst ja unglaublich viel Übersetzungsarbeit leisten, ne? Und Lektoratsarbeit und weiß der Henker was. Auch der Herr der Ringe ist ohne Vorschuss damals an Klett-Cotta gegangen, weil keiner gedacht hat, dass sich das rentiert. Und die wollten auf jeden Fall 24% haben. Und da klappte Schmidt der Unterkiefer runter. Jetzt naht die Buchmesse. Und die Entscheidung ist noch nicht gefallen, mit wem TSR abschließt. Und auf der Buchmesse soll dann endlich gesagt werden, was Sache ist. Und da verkündet TSR, dass man, weil Schmidt nicht bereit ist, die gewünschten Tantiemen oder Royalties zu gewähren, dass man sich nach anderen Partnern umguckt. Das will man bei Schmidt-Spiele nicht auf sich sitzen lassen. Der damalige Geschäftsführer Stör nimmt die Sache besonders persönlich. Der sagt, entweder wir schließen jetzt ab und wir kommen zu einer vernünftigen finanziellen Lösung, oder wir machen selber ein Spiel und blasen euch vom Markt. Stör und Hildebrand von Römer-Knauer zusammengezogen, eine Wortneuschöpfung von Herrn Alpers. Stör und Hildebrand, denen später mit der DSA-Figur Störrebrand ein wenig schmeichelhaftes Denkmal in der Spielwelt gesetzt wird, lassen Worten Taten folgen und beauftragen Fanpro sofort mit einem neuen Spiel in D&D-Manier. Das ist Oktober 83 und die sagen, ihr macht uns jetzt ein neues Spiel. Und wir haben bis vielleicht 1. Dezemberwoche Zeit, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, ob es 4 Wochen waren, ob es 5 Wochen waren. Auf jeden Fall wird uns gesagt, ihr müsst das Spiel fertig haben, dass wir am 5. Februar 1984 das Ding präsentieren können auf der Messe in Nürnberg. Und ja, da haben wir gedacht, okay, und das Angebot war unmoralisch hoch.
Ihr habt also eine absurde Deadline und ein unmoralisch hohes Angebot. Was macht ihr? Wir reißen uns den Arsch auf. Details. Die wollen von euch 2 Boxen und 4 Abenteuer und ihr habt nur ein paar Wochen Zeit. Wie wollt ihr das aufteilen? Ich, Hajo Alpers, schreibe 2 Abenteuer. Die 7 magischen Kelche und das Schiff der verlorenen Seelen. Vielleicht in umgekehrter Reihenfolge. Ich habe zwar noch nie Rollenspiel gespielt, aber was macht das schon? Okay. Ich, Werner Fuchs, schreibe Den Wald ohne Wiederkehr und Im Wirtshaus zum schwarzen Keiler. Oder umgekehrt? Ja, das würde ich dann noch sehen. Was macht Uli? Und ich, Uli Kieso, schreibe die Box mit dem Einsteigerabenteuer und dem Grundregelwerk. Es muss auch noch eine zweite Box geben. Die Werkzeuge des Meisters. Ach, das macht Schmidt-Spiele selber. Ja, das ist doch eh nur so ein Werbegag mit Pappaufstellern und einer Maske. Das braucht kein Mensch, das ist doch für Kinder. Darüber hinaus wollten wir natürlich, weil wir D&D übersetzt hatten und weil wir als Übersetzer auftraten für die Firma, so weit wie möglich weg sein im Design. Uns sollte nicht ein Plagiat hinterher vorgeworfen werden können. Das war ganz oberstes Gesetz. Deshalb haben wir auch später bei der Nomenklatur möglichst Begriffe gewählt, die weit weg sind von D&D. Deshalb heißt es bei DSA nicht Stärke, sondern Körperkraft. Habe ich zum Uli gesagt, was ist Körperkraft? Denn es hört sich an wie Gesichtsärger oder sonst irgendein Nazi-Ausdruck für. Und was ist Stärke? Ist das nicht das Zeug, was in Kartoffeln drin ist? Und was ist mit der Spielwelt? Ach, das machen wir später. Erstmal brauchen wir ein Regelgerüst. Und was Spielbares. So entsteht also ein System mit einem 20-seitigen Würfel, bei dem man jedoch im Gegensatz zu D&D niedrig würfeln muss. Und statt der Rüstungsklasse bei TSR denken sich Fuchs und Kieso etwas Besonderes aus. Die Sache mit der Attacke und Parade sind wir tatsächlich gleichzeitig draufgekommen. Und zwar hatte ich ein Spiel von Fantasy Games Unlimited, das hieß Flashing Blades und das war ähnlich wie das, was ich damals gespielt hatte, En Garde, ein Musketierspiel, wo gefochten wird. Die 3 reißen also Seite um Seite runter, während sie nebenbei noch andere Aufträge abarbeiten. Die Abenteuer sind da eher nebensächlich. Kieso kümmert sich vor allem um Regeln und macht sich erste Gedanken zur Welt. Aventuria oder Fantasia sollen Welt und Spiel heißen. Fuchs schreibt die geradlinigen Abenteuer Im Wirtshaus zum schwarzen Keiler und Der Wald ohne Wiederkehr. Alpers die schon damals eher seltsamen Das Schiff der verlorenen Seelen und die 7 magischen Kelche und konfrontiert die Spieler mit Dämonen, irdischen Rockmusikrätseln und kaum zu überwindenden Fallen. Dennoch, bis zur Spielwarenmesse 1984 wird alles fertig. Schmidt hat sogar noch jede Menge Geld für PR-Gags übrig. Vielmehr ist die Box die Werkzeuge des Meisters mit ihren Aufstellern und ihren kaum beschriebenen Heftseiten eigentlich nicht. Ja, Figürchen zum Hochhalten für den Spielleiter, die wussten ja nicht, was sie taten. Ne? Und wir waren im Endeffekt unangenehm berührt von dieser ganzen Entwicklung, weil die Konkurrenz sich krank lachte. Ne? Wir waren sowieso mit der Entwicklung nicht zufrieden, weil eine Werbeagentur eingeschaltet worden ist, die den Namen des Spieles in das schwarze Auge gegossen hat. Und wir wollten das Aventuria nennen. Und die ersten Verträge, die ich damals gemacht habe, die ich auch noch besitze, die sind über andere Namen gegangen. Das war alles völlig in der Schwebe noch, wie man es nennt. Man hat bei Schmidt natürlich selber wenig gemacht. Da musste man hergehen und wenigstens die Oberhoheit bei der Namensfindung haben und Leute einsetzen, die teuer bezahlt wurden. Von uns hätten sie das alles viel billiger gekriegt, die sich einbrachten. Schmidt hat nichts daran getan, da musste man halt auf andere Art und Weise zeigen, dass man Chef ist. Ich will ja nicht sagen, dass wir mit dem schwarzen Auge genial waren, wir haben ja auch nachgeahmt, Dungeons & Dragons war vorher da, ne? Aber wir haben wenigstens eine eigene Welt entwickelt, während das für die Vertreter von Schmidt alles Bücher mit 7 Siegeln waren. Aber die PR-Strategie von Schmidt zahlt sich aus. Und Stör meint es ernst, wenn es darum geht, die Größe seines Spiels mit dem von TSR zu vergleichen. Er lässt DSA in einer Hunderttausender-Auflage drucken und zwingt die Händler dazu, ihm das neue Spiel abzunehmen, sofern sie die üblichen bestellten Waren haben wollen.
Schmidt lässt sogar TV-Werbung schalten, von der es heute leider keine Aufzeichnungen mehr gibt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Spots das waren 16 oder 24 Spots. Ich weiß, dass die Grundbox Ende des Jahres 100.000 Mal verkauft war. Also Zahlen, wo man natürlich heute in Deutschland von träumt. Die ersten 4 Abenteuer sind auch alle 50.000 Mal verkauft worden. Rezensionsexemplare werden an jede denkbare Redaktion geschickt. Und das bleibt nicht ohne Wirkung. Also mein Erstkontakt mit DSA war schon etwas ungewöhnlich. Ich bin sehr jung Juso geworden und wenn man das einmal getan hat, kriegt man dann regelmäßig die Parteizeitschrift Vorwärts. Da steht in aller Regel eine Menge Politisches drin und ein einziges Mal hatten sie eine seitenlange Spielbesprechung, nämlich zur Grundbox Das Schwarze Auge. Also davor und danach habe ich nie wieder eine Spielbesprechung im Vorwärts gesehen. Nachdem der Grundstein 1984 also gelegt ist, geht es darum, mit Das Schwarze Auge eine lebendige Welt zu erschaffen. Der Kontinent Aventurien muss entstehen. Heutige Weltenbauer würden vermutlich anders vorgehen als Fuchs und Kiso damals. Tatsächlich ist es mit 2 Stiften gemacht worden. Der eine hat von Norden nach Süden die Ostküste gemacht und der andere hat die Westküste gemacht und der andere hat von Süden nach Norden die Ostküste gemacht, gleichzeitig aus Zeitnot. Ja. Wir sind beides Rechtshänder und ich weiß noch, an welcher Seite vom Tisch ich gesessen habe. Deshalb muss ich eigentlich die Ostküste gezeichnet haben. Und die Städte, die von mir sind, sind die eher exotischeren, die so deutsch sich anhören, sind vom Uli. Gareth ist vom Uli, aber das ist der Düsseldorfer Stadtteil Garat. Und Nostria und Andergast ist von mir, Al-Anfa ist von mir. Von der bewährten Mittelalter-Fantasy-Welt, die wir heute kennen, ist DSA in den Köpfen der Erfinder damals noch weit entfernt. Fantasy hatte von der Zeit schon ein relativ anrüchiges Renommee bei uns. Was wir wollten, war entweder stilistisch gut oder neue Ideen oder gesellschaftlich relevant. Die ersten Publikationen, die ersten 4 Abenteuer, die erschienen sind, 2 davon waren Science-Fiction-Geschichten und eine hat sofort mal auf eine fremde Welt geführt. Ich meine, das ist ja grauenerregend. Du versuchst ein Genre zu etablieren, das eigentlich kaum noch bekannt ist und das Erste, was du tust, ist, du brichst das Genre und gehst mal woanders hin. Ich muss natürlich dazu sagen, dass wir damals nicht wussten, in welche Richtung das geht. Das war bei Dungeons & Dragons ganz genauso, dass SF-Komponenten eine Rolle gespielt haben, die dann hinterher haben sie Sternengarde draus gemacht und so. Aber wir wussten nicht, wo es lang geht. Das ist mal Fakt. Die wollten eigentlich keine Fantasy machen, sondern die wollten Perry Rhodan machen. Uli war im Wesentlichen Mantel- und Degen-Fan und vor allem ein großartiger Bewunderer Kenner von russischen Krieg und Frieden, Tolstoi, Dostojewski, Romanen. Der hat eigentlich versucht, das zu transportieren. Da war nicht wirklich Interesse an Fantasy, sehr weitgehend da. Und eine Geschichte, die sofort von der eigenen Welt wegführt, bevor die Welt halbwegs etabliert ist. Und die Welt besteht zu dem Zeitpunkt sowieso nur aus Dungeons, aus Kellern. Also es ist nicht mal über grundsätzliche Sachen nachgedacht worden, wie eben, was ist das Genre, wer ist unsere Zielgruppe. Das hat sich alles Schritt für Schritt herausgestellt. Werners drittes Abenteuer führte dann auch direkt durch ein Dimensionstor auf einen anderen Planeten, samt Raumschiff-Wrack, und das erste Solo-Abenteuer von Hajo Alpers konfrontierte die Spieler mit einem Atomreaktor an Bord eines weiteren Raumschiffs, das sich unter der Festung des Dämonenmeisters Borberat befand. Es geht in dieser Zeit vor allem um den Output, und auch für die D&D-Übersetzungen ist FanPro zu diesem Zeitpunkt noch zuständig. Noch. Denn TSR findet die Allianz des Teams mit der Konkurrenz nicht witzig und kündigt 1984 den Deal. Insgesamt entstehen aber in 16 Monaten fast 40 deutsche Rollenspielprodukte bei FanPro. Nur die ungeliebte Box, die Werkzeuge des Meisters, wird direkt bei Schmidt Spiele gemacht. Wir hatten richtig Druck auch, wir müssten 10 Abenteuer im Jahr machen. Es ist das wildeste Jahr gewesen, was wir hatten, 83. Im nächsten Teil unserer Reihe reden wir über die Veteranen unter den DSA-Autoren und wie sie zu ihrem Spiel fanden.